Guten Morgen. Gamsjagd beginnt natürlich mit einem kräftigen Frühstück. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Wir warten in einer halben, dreiviertel Stunde unseren Freund und Bierschführer, den Sepp. Nehmen da noch ein Frühstück, ein kräftiges Frühstück. Ja. Hildegard? Nein, jetzt nicht. Na, Freunde. Na klar, Es ist, wie es ist. Ja? Sepp! Ihr lieben Hasen, ja, eins an 200 da. Ja. Hey, grüß dich, Nova, servus. Das ist schön, wenn man sich wieder sieht. Ja, die Hintlein, ja. Einfach mal zuerst einmal ein anderes Ding probieren, ein anderes Gebiet gehen, und nicht an derselben Stelle, Ja, gut, super. selben Stelle treten. Super. So, auf, wie sagt das alles? Ja, also fröhlichen Jagen. Der Empfang ist ja großartig. Der Wahnsinn. Wir fahren jetzt doch nicht auf die ursprüngliche, also auf die Bergseite, wo wir voriges Jahr waren, sondern wir fahren wieder auf die heute geplante Bergseite, aber ein bisschen weiter vorne. Ja, dann schauen wir. Sollte nicht der Kalb legen, kriegen wir nicht. Tierkalb, Spießer. Na sicher, können wir da legen. Wenn du sagst. Also, Ja, wenn das mir jetzt eh nicht, aber. Wie er gesagt hat, das hat schon mal sehr gut angefangen. Wir haben jetzt ja schon 3 Stück Rotwild gesehen, einen Spießer, Tier mit einem Kalb. Und der Sepp hat aber gesagt, Priorität Nummer 1 sind jetzt die Gemsen. Es geht nicht mehr weiter. Jetzt gehen wir es Gamsjagern. Heute ja, bin ich dran. Und ja, wir sind in einer wunderschönen Berggegend. Ein anstrengender, dafür umso schönerer Aufstieg lag vor den Jägern. Langsam, Schritt für Schritt ging es den Forstweg bergwärts. Die Bergseite lag noch im Schatten, aber es sollte nicht mehr lange dauern, bis die Sonne die Berghänge beleuchtete. Zentimeter Schnee. Ja. So geht's. Das ist ja Gott sei Dank haben wir keinen halben Meter da. Für euch kein Problem, aber für mich. Je höher die Jäger stiegen, desto näher kamen sie den ersten wärmenden Sonnenstrahlen, aber freilich auch den Gemsen. Wir sind jetzt nahe bei den Gams. Bei den ersten. Ich habe nur 2 Stück, 2 schwache. Ich glaube, das waren Jarling. Aber da wird sie wahrscheinlich ein bisschen mehr tun als die 2. Und der Sepp hat uns jetzt da raufgeholt. Hinter die Fichten. Und von da werden wir jetzt dann schauen, ob irgendwo eine passende Gams noch ist. Perspektive. Gut.
Abschussbock. Nicht hoch. Okay, aber Spitzenabschussbock. Die können sich natürlich auch erlegen. Das gibt dann auch einen Bock. Was steht hier? Heißt das Kapital? Wir sind jetzt genau dort angekommen, von wo wir hoffentlich die Geiseln sehen. Da ist ein kleiner Grat. Ja. Jetzt wird es spannend. Sehr steil. Sehr, sehr steil. Und ja, wunderschön. Irgendwie weg. Ist das auch noch interessant? Man sieht man die Vorfahren, das Gelände mit den Lawinengalerien. Ja. Ist gar nicht uninteressant. Ja, absolut, absolut. Die Kapitale Geiß und der Abschussbock waren von dort, wo sie saßen, nicht mehr zu sehen, weshalb die Jäger einen Platzwechsel vornahmen. Die Gas liegt noch. Gas liegt noch. Das sind also zwei. Ich hoffe, dass dieses Stück zu der Gas rüberziehen. Der Sepp hat mir leider die Geiß durchspektiv gezeigt. Und da hat er einen großen Fehler gemacht. Weil die Geiß wirklich eine tolle Geiß ist. Und ja. Das hätte ich nicht tun dürfen. Ja, nein. Das war ein Riesenfehler. Es geht unten die Gas. Wo geht die Gas? Nach rechts und der Bock ist genau in den Lawinen verbaut. Ich richte mich auf die Gas. Ja, wie ist das gesagt? Da stehen jetzt zwei beieinander. Die Geiß, ja, die steht jetzt da. Ja. Und beugt nach rechts. Ja. Dicht auf dem mit die obere. Drücken. Ich will den nicht mehr von Augen verlieren. Nach unten. Eindrücken noch jetzt halt noch. Ja, so ist gut. Die Gas ist weg. Die Gas um. Die Zeit verging. Es war mittlerweile 13 Uhr. Nachdem die Geiß hinter dem Felsrücken verschwunden war und die erste Chance auf 360 Meter nicht genutzt werden konnte, stärkten sich die Jäger und beobachteten dabei die Gemsen, die am Berggrat über ihnen und unter ihnen am Gegenhang zu sehen waren.
Wir sollen den Martin erlegen. Glaubst du? Der ist so aggressiv, der duldet nichts. Der Bock ist 4 Jahre. Also weit weg von reif natürlich. Und es wäre schön, wenn wir ein Stück erlegen würden. Da sieht man, der ist ein Abschussbock. Es findet sich an jedem Stück irgendwas. So sehr sich Sepp auch bemühte, den 4-jährigen Bock den Jägern schmackhaft zu machen, die Entscheidung, die alte und kapitale Geiß bejagen zu wollen, war längst getroffen. Unten bleiben und nicht entfudeln. Immer wieder tauchte der starke, dunkel gefärbte Bock hoch oben am Berggrat auf, freilich viel zu weit. Mittlerweile war es 16:30 Uhr. Das ist der Platzbock. Eindeutig. Also eine junge Stimme, die ist nicht. 4, 5, 6, 7. Aber die ziehen jetzt auf die Gas zu. Ne? Das heißt, es könnte mal zumindest zu einer Bewegung kommen. In der Brunft sind die Böcke ständig auf den Läufen. In wenigen Minuten stehen plötzlich Gämsen auf Schussentfernung vor dir, die kurz vorher mehrere 100 Meter entfernt waren. So war die Chance auch auf den Anblick der Gamsgeiß noch immer gegeben. Vier, 5 Böcke über den Grat kommen und die ziehen jetzt rüber zur Geiß. Und jetzt schauen wir, ob sie irgendwas bewegt. Puh, es wird schon langsam ziemlich gut. Nass. Obwohl die Kleidung von Saster, die hilft schon. Puh. Ja, sie springen rüber. Das ist lässig. Sind das andere? Nein, das könnte sein, dass andere kommen. Genauso wie sie gekommen sind, so gehen sie auch wieder. Robert, du musst mit dem Sepp Platz wechseln. Du brauchst eine Stütze. Und da hinten, hinterm Sepp gibt es so eine Stange. Weil du rutschst ja nur ab, wenn du das. Das ist der junge Stinker. Die Gamsgeiß lässt sich nicht mehr anschauen. Aber die ganzen Böcke.
immer der kleine, hellbraune ist aggressiv. Jetzt schaut er genau hinüber zur Gas wahrscheinlich. Wir gehen nach Hause. Die Gamskäse, die starke heute ist nicht gekommen, sondern viele Böcke. Und mir ist schon so kalt, aber wirklich, ich bin komplett durchnässt. Und ich scheppere. Puh. Um 17:30 Uhr erfolgte der Abstieg. Der letzte Gipfel leuchtete im Abendrot und die Vorfreude auf den nächsten Jagdtag, wo es wieder auf die Kapitale Geiß gehen würde, war groß. Das Wetter ist super, noch super, morgen kommt Regen und Schneefall. Das heißt, wir müssen heute unbedingt schauen, dass wir die erste Gams einmal erlegen. Und ja, wir gehen auf dieselbe Bergseite wie gestern. Und dann schauen wir. Wenn es schneit und so, dann brauchen wir nicht ausgehen wahrscheinlich. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen und heraufgegangen, weil der Wagen so geschmiert hat, trotz Ketten. Und das war ziemlich gefährlich und allein ist dann besser gegangen bei ihm. Und jetzt steigen wir auf. Ne, warte. Ja, lass mal schauen. Wir sehen nicht einmal, wo Schussbar ist. Aber noch schießen wir hinten die Schlechte. Nein, schieß mir lieber, wenn ich einander schieße. Sepp ging der 4-jährige Bock offensichtlich nicht aus dem Kopf. Er wollte unbedingt, dass die Jäger diesen Bock bejagen, und so ließen sie den Bock ziehen, der gleich nach wenigen Metern auf der Forststraße in Anblick kam. Es war mittlerweile 9 Uhr und der Berghang lag noch immer im Schatten. Eine halbe Stunde später entdeckte Sepp Gamswild und die Jäger überlegten, wie sie das Wild umschlagen könnten. Ein kurzer, aber anstrengender Anstieg lag vor ihnen.
Die Jagd auf die erste Gams war vorbei. Nun war es Zeit, die Geiß zu bergen und in Besitz zu nehmen. Die Erlegung ist die eine Seite der Jagd. Die Ehrfurcht vor dem Wild ist die andere. Deshalb ist es jedes Mal dasselbe Gefühl, das man verspürt, wenn man vor dem erlegten Wild steht. Freude, aber auch Wehmut. Weidmanns Dank. Mein Lieber, Ja. ich freue mich für dich. Super. Ja, kräftiges Weidmannsheil. Ich mache mich entschieden. Kräftiges Weidmannsheil zu deiner alten Geiß. Super gemacht, ja. War ein schöner Jagd. Kräftiges Weidmannsheil. Ist schon damit zu, gell? Legen wir uns da her. Und da haben wir schön Ding gehabt, da war sie wirklich Breitelpark gestanden, gell? Und dort hat es nachher nicht gekauft. Bei den 5 Meter links, da steht für heute erledigt. Ist für uns erledigt, die Jagd. Ja. Das Glück hat man halt öfter mal. Ja. Die Pirsch gestern war schön. Da sind wir lang da gesessen, 2 Stunden, 6 Stunden glaube ich sogar. Und mir ist dann aber wirklich sehr, sehr kalt geworden, weil ich komplett durchnässt war. Und da haben wir die Geiß gestern schon gesehen. Und ja, und gestern hat es aber nicht geklappt. Und heute in der Früh sind wir aufgestiegen. Da haben wir beim Rauffahren haben wir einen Gamsblock gesehen. Naja, dann sind wir da rauf, wo wir eigentlich gestern waren. Und der Sepp ist vorgegangen. Und plötzlich sehe ich, wie er mir deutet und sagt, schnell, die Gamsgeiß steht da. Naja, und dann bin ich schnell nach. Und heute hat es wirklich passt. Also vom Abstand her, ich habe die Gamsgeiß super im Fadenkreuz gehabt. Ja, im Schuss hat super gezeichnet. Gell? Und hat 2 Fluchten gemacht und hat sie dann praktisch rücklinks überschlagen. Und das mit einem, glaube ich, guten Blattschuss. Perfekt. Gut, es war nicht weit. Ja, 140. 140 Meter. Und das ist mir die liebere Entfernung als 340 Meter. Das ist auch nicht wenig. Ja. Ja. Und ich danke dir, Sepp. Ja, Kräftiges Weidmannsdank. kräftiges Weidmannsheil nehmen wir. Gut gemacht, gut geschossen Tiefsten Herzen. und ja, wirklich perfekt.